So, in diesem kurzen Video will ich euch mal schnell zeigen, was für einen Einfluss das Gehäuse auf die Kühlung haben kann. Und ich sag mal, gerade bei Gaming-Laptops ist das ja immer ein sehr kritisches Thema. Und das zeige ich euch jetzt mal anhand dieses Beispiels. Die Bodenplatte ist hier mal abgenommen, dass man sehen kann, wo die Kühler sitzen. Das sind natürlich die hier. Hier ist der Heatsink und die Kühlrippen. Bei dem Gehäuse ist es jetzt so, dass das im Grunde genommen mehr oder weniger geschlossen ist. Also man kann sehen, hier so minimal kleine Öffnungen, hier nochmal Öffnungen und hier, und das war es im Grunde genommen. Genau, so, das sitzt jetzt genau über den Kühlern und im Grunde genommen bekommt der Kühler nur durch diese kleinen Schlitze hier unten Luft, und ich sag mal, das ist in dem Fall eigentlich echt total suboptimal. Bei einem Gerät wie dem jetzt hier zum Beispiel ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man das gerade bei Gaming-Geschichten einfach ein bisschen aufbockt. Also dass das nicht direkt irgendwo unten steht, sondern dass man es halt einfach so, so ein paar Zentimeter nach oben bringt, dass zumindest da noch ein bisschen Luft reinkommt. Und ich habe euch auch mal ein vergleichbares Gerät mitgebracht. Auch das ein Gaming-Laptop. Und hier sieht man halt sehr schön, wie viel Luft hier durch das Gehäuse kann. Und da kann man auch, in der Kamera jetzt wahrscheinlich nicht gut zu sehen, unter den Kühlrippen direkt auch den Lüfter sehen. Der Lüfter sitzt also auch in diesem Bereich hier, und genau hier sind natürlich auch die Kühlrippen drüber, was natürlich deutlich mehr Sinn macht. Und auch bei Laptops, die jetzt nicht speziell für Gaming sind, ist es schon so, dass hier deutlich eine größere Öffnung zu sehen ist. Und auch hier, je nach Blickwinkel, wenn man schräg drauf guckt, sieht man eben auch, dass hier drunter der Lüfter sitzt. Also optimale Luftverteilung. Neben dem bereits erwähnten Tipp, dass man das Laptop dann in dem Fall auch ein bisschen aufbocken kann, ist es natürlich auch durchaus sinnvoll, die Temperatur, gerade bei Gaming-Laptops, im Auge zu behalten. Da gibt es viele Tools, die man dafür verwenden kann, softwareseitig. Die findet ihr auch in unserem Blogbeitrag. Und das andere, was man natürlich eigentlich regelmäßig immer wieder machen kann, ist, den Lüfter zu reinigen. Auch da gibt es einen ganz ausführlichen Artikel, der genau beschreibt, wie das funktioniert, was man da beachten sollte beim Notebook-Doktor. Und da ist es wirklich so, die Lüfter dann auch wirklich rausnehmen und alles auspusten, alles wegpinseln. Und genau, dadurch kann man auf jeden Fall Überhitzung schon mal ein bisschen vorbeugen. Und meistens hört man das ja auch, wenn der Lüfter anfängt zu pfeifen. Er wird langsamer, geht vielleicht sogar aus, schaltet sich ab. Da kann man in einem ersten Schritt eigentlich immer versuchen, erstmal die Lüfter zu reinigen. Das machen wir auch als Service. Wer da sagt, das will ich selber nicht machen, wir machen das auf jeden Fall. Und so kann man die Lebensdauer da auf jeden Fall deutlich erhöhen. Wenn ihr zu dem Thema noch Fragen habt, lasst uns das gerne wissen. Wir beantworten das gerne, und ansonsten bis zum nächsten Mal.